cut. Punches got them busting up. Potion in this double cup. Liquor got them buttered up. Yeah, shitting on my competition. Every track is like I got bubble guts. Fast life, buckle up. Yeah, turn an angel into angel dust. Top rope caution, got it jumping like double dutch. Used to take a shuttle bus, I ate a struggle lunch. Turn my woes to wins, you know I had to knuckle up. Right, hey, big bands busting out a duffel. Bloody knuckles from the last scuffle. Putting dogs back on the muzzle. Might have kicked it for a month, we not a couple. Had to shuffle through my plays, you were getting hard to juggle. Hold up, little stubble on my face, I'm getting more mature. Cut some phonies out the squad, I'm getting more secure. Drop a project every year, I'm trying to... Viel versprochen. Wir konnten es sogar einhalten. Es war noch mal ganz kurz grenzwertig, dass es nicht klappt. Aber wir sind jetzt hier in Mexiko. Mexico City. Also sozusagen Mexiko-Stadt. Für alle, die Deutsch sprechen. Ja, wir können hier eine geile Anlage jetzt, glaube ich, präsentieren. Mit fast 400 L-Akustik-Speakern. Wir machen hier sozusagen keine Musikproduktion in Mexiko für sehr, sehr viele Menschen. Das ist hier, glaube ich, eine Rennstrecke. Ich glaube, Formel 1 Rennstrecke? Formel 1 Grand Prix. Formel 1 Grand Prix. Strecke. Eine Rennstrecke. Ja. Ja, wir haben ganz viel K1 hier, wir haben ganz viel K2 als Downfill hauptsächlich und als VIP-Fill. Wir haben extrem viele Ks28 dabei, sowohl gestackt horizontal als auch gestackt vertikal. Wir haben ganz viele Flying Subs verbaut, zusätzlich auch noch K1 SB, haben für das Frontfill A15 und Cara benutzt. VIP ist wie gesagt K2 plus X15 Speaker. Also diese Point Source, die es gibt, die so ein bisschen Wedge-mäßig ist. Machen hier alles über Milan. Es wird eine richtig große, fette Show. Ich glaube für mich auch eine mit der größten, die ich je gemacht habe. Nicht die größte, oder? Ja, für Nico die größte auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für Vanessa auf jeden Fall die größte. Ja, wir sind heute sozusagen erstmal hier, um zu checken, passt alles. Die Jungs hier sind super, super sharp. Das passt. Wir haben 2 Tage vor Show, es hängt alles gefühlt. Das gab's bei uns noch nie. Nee, das gab's bei uns noch nie. Also wirklich super, die Konsolen stehen schon, Netzwerk ist schon gebaut, läuft alles hier über Glasfaser auch. Ist eigentlich schon alles vorbereitet. Wir könnten eigentlich heute wahrscheinlich schon ein bisschen anfangen. Machen wir nicht, wir haben morgen den ganzen Tag Zeit. Wir sind morgen ab um 11 hier. Ja, haben 4 fette Delay-Lines mit Delay-Subs. Haben vorne 2 fette Main-Hangs mit schönen breiten Outfill, dass wir wirklich die komplette Fläche hier perfekt abdecken können. Wir mögen es ein kleines bisschen Overkill, so viel gibt es nicht. Ich denke, es ist hier sehr ausreichend. Es ist nicht übertrieben, aber es ist zumindest sehr, sehr gut kalkuliert, würde ich sagen. Es kommen ja auch viele Leute, muss man ja auch dazu sagen. Es sind ja einige Leute, die hier dann kommen werden. Das wird man dann hoffentlich sehen auf den Videos. Kannst du was dazu sagen, wie es dazu kam? Ja, wir machen ja jetzt schon, also ich mache ja jetzt schon länger keine Musik mit. Und es war halt die ganze Zeit so, wir wollten mitnehmen, aber es ist natürlich auch immer schwierig bei so einem großen Künstler da dann halt einfach so das hier alles zeigen zu können. Und auf jeden Fall super, super dankbar, dass wir das machen können und euch mitnehmen können. Ich glaube, für viele Audio-Guys ist das hier mit das Nonplusultra. Wenn jetzt noch D&B hängen würde, wäre es natürlich geisteskrank. Aber da bräuchte man noch die Hälfte an Speakern. Oh. Grüße an L-Acoustics. Oh. Und dann ging es lange hin und her und dann kam Mexiko und ich habe das so angefangen zu planen. Da dachte ich mir schon so, Alter, das wird so fett, das wird so eine fette Party, dass ich dann gefragt habe, können wir das mal machen, wir können das jetzt mal austesten. Ja, ich denke, wir sehen uns dann irgendwie in der Stadt oder morgen früh. Ich habe alles vorbereitet im Hotel, das werdet ihr dann bald sehen. Das haben wir nämlich auch extra mit aufgenommen, dass jeder noch mal wisst, wie man Smart einstellt, die ganzen I/Os konfiguriert und so weiter. Ja, Nico hat ein bisschen Angst um seine Kamera hier in Mexiko. Ja. Ihr seid gut durch den Zoll gekommen. Bei uns hat es James sehr doll wehgetan. Ja, hast du noch Fragen, Nico? Frag mich. Konsole. Und dafür wird mich wahrscheinlich jeder auslachen, aber die haben halt die Konsole vorgeschlagen und hatten keine kleinere. Deswegen gibt es hier eine Digico Quantum 338, also sozusagen das Flaggschiff. Viel zu groß, viel zu viele Kanäle, brauchen wir alles nicht. Aber ja, was will man machen? Daneben steht eine LS9, die wollte ich jetzt auch nicht unbedingt nehmen. Die ist schon ein bisschen in die Tage gekommen. So sind wir wenigstens safe, dass wir das beste Material hier haben, dass wir hier so ausfallsicher nur wie möglich sind. Es kommt sogar noch ein Wave-Server dazu, den habe ich jetzt gerade spontan bestellt. Ich habe gefragt, habt ihr noch einen Wave-Server da? Und eine, ja klar, easy, kein Problem. Dann brauche ich nicht mal einen selbstgebastelten mitnehmen. Ist vielleicht für so eine Show auch schlau, einen Originalen zu nehmen. Ja. Sehr schlau. Ich hätte es mir auch getraut mit dem DIY. Weil ich mir natürlich dann Redundanzen einbaue. Ja, lass uns noch mal ganz kurz vorgehen.
Wir haben sozusagen in der ersten Reihe 92 KS28, immer im Vierer-Stack, ein Sub gedreht für die Cardio-Aufstellung. Damit verlieren wir nach hinten sozusagen minus 18 dB. Manchmal kriegen wir auch noch ein bisschen mehr hin, wenn man den ein kleines bisschen anders gaint, wenn man nicht den ganzen Headroom von den Subs braucht. Deswegen ist es für mich eigentlich so die Preferred-Aufstellung, wenn ich maximalen Druck nach vorne haben will und trotzdem eine gute Rückwärtsdämpfung haben will. Dann hängen sozusagen im Main-Hang 12 K1 und unten drunter nochmal 4 K2 als Downfill und oben drüber 4 K1 SB, die so ein bisschen die Low-End-Erweiterung für das Line Array ist, weil ich mag das, wenn aus dem Low-End im Outdoor-Bereich super viel Sub rauskommt, weil dann kommt man damit schön weit, hat man da selbst weiter hinten ein dickes, fettes Brett. Dahinter hängen 9 KS28, auch in Cardio-It, da aber eine Dreier-Konfiguration, weil da muss ich wirklich aufpassen, dass nicht zu viel nach hinten rausgeht. Die Cardio-It-Subs sind auch so angeordnet, dass die Keule leicht nach unten gedrückt wird. Als Outhang haben wir nochmal 12 K1 und 2 K2, die hier sozusagen hier in der Nico den ganzen Bereich bespielen. Ich mag das lieber, wenn die näher zusammen sind. Man kann auch diese 4-Tower-Aufstellung machen, dann hat man halt nicht mehr so den Bezug zum DJ, dann steht man halt neben der Bühne in den äußeren Dritteln halt vor einer eigenen Stereosumme und hat nicht halt diesen Fokus Richtung DJ, dass man sich dann dahin dreht, weil von da die Mucke kommt, weil sie kommt dann einfach nur von vorne aus einer Linie. Ich finde das immer ein bisschen besser. Hier unten stehen dann pro Seite nochmal 5 Kara für die wirklich erste Reihe. Wir brauchen ja wirklich nur die erste Reihe, weil wir mit dem Line Array weit genug runterkommen. Und in der Mitte stehen A15, die nochmal ein kleines bisschen mehr Druck haben, weil gerade in der Mitte ist halt super viel Sub, dass wir da mithalten können. Es ist wie immer. Es ist wie immer, egal wo du bist. Es ist wie immer, egal wo du bist. Ja, damit schließen wir den Tag und sehen uns hier morgen mit einem fertigen System. In der Mitte ist gerade noch eine kleine Lücke. Fangen wir schon mal an mit Taumeln. Okay, und Vorne in der Mitte ist es noch so eine kleine Lücke. Die kommt dann morgen noch weg, dann kommt die Bühne zusammen und dann sehen wir uns morgen. Gute Nacht, bis später. Be the one, 'cause you could be the one, be the one, be the one. You could be the one, be the one, be the one. You could be the one, be the one, be the one. You could be the one. Moin. So, moin. In Deutschland ist es ja mittlerweile 19:30 Uhr, hier ist es 11:30 Uhr. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Aber wir sind jetzt hier am zweiten Tag, machen heute sozusagen die komplette Preparation, Einmessen, alles was man halt so machen muss, wenn man Soundtechniker ist. Wir lassen jetzt gerade das FOH noch mal ein ganz kleines bisschen umbauen, dass dann noch Decks ordentlich reinkommen, dass wir mit den Lichtjungs uns auch schön arrangieren können, weil wir haben immer am liebsten eine Linie, dass wir alle zusammenstehen. Dann kann man sich absprechen, wenn ich mehr Bass reinschiebe, kann es ein bisschen heller werden und so, weißt du wie. Ja, ich werde jetzt gleich meinen Prodigy auspacken mit der neuen Soundkarte. Das werden wir dann gleich alles langsam reinpatchen. Das wird alles ein bisschen dauern. Die Jungs hier sind super sharp vom Sound. Die haben wirklich alles super vorbereitet, das läuft alles schon. Das hat man nicht oft so. Da komme ich meistens komme ich an und es ist noch nicht fertig. Hier ist es wirklich so gut wie fertig schon. Freust dich eigentlich schon wieder über den Rasenmäher. Das ist toll. Es ist einfach wie zu Hause. Es ist immer wie zu Hause. Heimatgefühl. Nur hier ist irgendwie auch geiles Wetter und die Stadt sieht auch übelst geil aus. Das stimmt. Ja, dann lass uns mal reingehen und dann können wir jetzt hoffentlich gleich mal aufbauen, wenn die Decks da sind. I've been waiting for the day, praying it'll come. Feel like something's on the way to help me carry on. 'Cause I should have you when you're in my arms. Stay forever, and everything is gone. Ich habe jetzt die Hauptanlage eingemessen. Nur es wurde hier leider so ein bisschen der Fehler gemacht, den ich eigentlich immer habe und den ich jedem nur als Tipp geben kann. Frontfilz überhaupt zu linken oder nicht symmetrisch zu linken. Dass sozusagen die symmetrisch nach außen immer gelinkt sind und nicht in Grüppchen. Weil man muss ja das Delay von allen anpassen, weil alle so ein bisschen einen anderen Abstand haben. Das lassen wir jetzt gerade umbauen, deswegen haben wir jetzt kurz Zeit für Nico. Der sitzt schon den ganzen Tag in der Boxengasse hier auf der Formel 1 Rennstrecke.
und wartet. Nebenbei können wir ja die Mikrofone einsammeln. Ja, wir haben ja sozusagen 4 Delay-Lines gebaut. Also wir haben ja 4 Tower gebaut, nochmal extra als Delay-Line, weil hier halt relativ viele Leute kommen werden und wir natürlich bis nach hinten den gleichen Sound abbilden wollen. Deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, das gleiche System zu nutzen, was vorne hängt. Also hängt hier auch sozusagen K1 mit K2 Downfill. Ohne K1 SB brauchen wir hinten nicht mehr. Dafür haben wir hier unten auf den äußeren Positionen jeweils 3 KS28. Das muss ich einmal noch confirmen. Okay, es sind 4. Gut, dass es confirmed ist. 4 im Cardio-Stack, hochkant gestackt. Das ist immer ein bisschen geiler, wenn man umso mehr man die breit stackt, umso mehr geht die Keule so zu. Umso mehr sie hoch stackt, umso mehr geht die Keule so zu. Bleibt aber so offen. Das ist genau das, was wir hier wollen. Deswegen sind die hier übereinander gestackt. Das habe ich zum Glück auch bei James durchgekriegt, dass der gesagt hat, können wir so machen, darf ich so machen. Weil das natürlich auch immer so ein bisschen, PA steht immer so ein bisschen im Konflikt mit Sichtlinien. Ist sozusagen genau das gleiche System im Main wie im Delay, weil hier hinten die Leute den gleichen Sound haben sollen. Und wir natürlich hier hinten auch wirklich noch einiges Energie brauchen und nach 65 Metern das K1 vorne natürlich dann auch ein bisschen schwächelt. Ich kenne viele, die erzählen, das schafft 100 Meter, was auch immer. Das schafft es vielleicht auch, aber halt nicht gleichmäßig. Deswegen habe ich mich hier zu der Lösung entschieden. Ich denke, das ist auch ganz geil. Du hast hier hinten noch gar nicht gehört, gell? Nee. Ist geil, du läufst hier hinter und dann machen die besser nochmal Krass. in der Mitte, weil ich so ein bisschen psychoakustisch das auch immer ganz geil finde, wenn man so in der Mitte so ein bisschen lauter hat und nach außen und nach hinten hin dann auch ein kleines bisschen ausläuft. Weil ich meine, man entscheidet sich ja auch, ob man vorne stehen will oder hinten. Habe ich in der Mitte auch die doppelte Anzahl an Subs, sozusagen pro Position 8 Stück. Wir müssen dann auf jeden Fall morgen mal alle zusammenrechnen, wie viele Lautsprecher hier das insgesamt sind. Oh ja. Das wird halt eine echt Scheißaufgabe, aber klar. Die sind alle delayed, auch wieder nach dem, wie heißt das, ich glaube Haas-Effekt oder so. Genau, ja. Ist extra studiert. Na klar. Ich schiebe die sozusagen im Raum noch ein bisschen weiter hinter, weil dann die Ortung von den Ohren wieder nach vorne geht. Ja, wir haben hier überall Delta-Winkel drin. Jetzt kommt die Frage, Nico, was ist denn ein Delta-Winkel? Was ist denn ein Deck? Wir hängen sozusagen das Line Array mit 3 Motoren auf und haben hinten so ein Dreieck drin. Und das ist halt ganz geil. Über das Dreieck kann man mit den 2 Motoren hinten so 15 Grad den Arsch hin und her machen und den horizontalen Winkel genau ausrichten. Das ist immer ganz geil. Auch allgemein immer am besten alles mit 2 Motoren machen, mindestens. Mit Delta-Winkel dann 3. Dann hat man nicht das Problem, dass es sich im Wind alles so dreht, dass man das übelst spannen muss. So ist es immer schon safe. Und man kann den Winkel halt genau anpassen. Da war er wieder, gell? Da war er wieder. So, lass uns mal kurz zu den inneren Delays gehen. Jetzt sind wir wieder drin. Übrigens haben wir hier alle Subs auf dem 60 Hertz Presets laufen. Das finde ich immer schöner, weil das 100 Hertz Preset mit so großen Line Arrays meistens dann viel zu viel Überhöhung im Kickbereich macht. Deswegen alles auf 60 Hertz Preset im C-Modus, also Cardio It. Gibt noch diesen CX, der ist so ein bisschen besser nach hinten, dämpft der noch ein bisschen mehr ab. Hat dafür den Nachteil, dass er nach vorne so ein kleines bisschen Impuls verliert. Hier auf den inneren Delay-Positionen haben wir sozusagen auch nochmal K1, K2 hängen. Da gehen wir weitwinklig. Genau, wir haben hier sozusagen auch 12 x K1 und 4 x K2 Downfill drunter und dann hier hinter mir 8 x KS28, wo der untere sozusagen auch gedreht ist für Cardio It. Cardio It ist bei Delay Subs extrem wichtig, einfach aus dem Grund, weil man sich ja sonst mit einem omnidirektionalen Sub ganz viele Probleme holt auf der Hauptfläche, weil natürlich der Bass dann in alle Richtungen abstrahlt. So ist es wesentlich besser, wir haben ja kaum Einflüsse auf der Hauptfläche. Ja, deswegen machen wir es so. Keine Fragen. Keine Fragen. Dann können wir weiter. Dann können wir weiter. Gehen wir jetzt hin. Gehen wir mal vor. Geht schon los? Es geht los. Geht los. Jetzt einmal zum Main Array und Outfill. Sozusagen auch immer 12 K1. Ich habe hier einfach immer 12 eingeklickt. Das geht am schönsten. Und dann 4 x K2 Downfill und auf der anderen Seite 2 x K2 Downfill. K2 Downfill aus dem Grund, die Box ist günstiger, ist kleiner, sie hat weniger Load und wir brauchen in den vorderen Bereichen sowieso nicht so viel Attacke. Und wie gesagt, oben drüber K1 SB, so ein bisschen auch noch mit als Low-Mid-Extension. Oder Low-Mid, so eine Mischung. Wir sehen gar nicht die KS28 als Flugshubs, da müssen wir, glaube ich, so ein kleines bisschen gleich zur Seite schwenken mal, oder rübergehen ein Stück. Ja. Dann sieht man die, glaube ich, besser. Dann lass uns mal rübergehen. So, hier sieht man jetzt noch schön die KS28, die sind direkt hinter das Line Array gehangen. Das ist nicht ganz so perfekt, wenn die so extrem nah dran hängen. Aber es ging ja baulich einfach nicht anders, weil die Lichtjungs dahinter halt noch ein bisschen Licht reingehangen haben und dann der Platz für mich weg war. Im Sound Vision war es dahinter.
Hier ist so, scheiß drauf, geht trotzdem. Funktioniert trotzdem. Wir haben die leicht nach außen rotiert, um sozusagen hier die seitlichen Bereiche noch ein bisschen besser mit Bass zu füllen. Obwohl wir das eigentlich schon mit unseren, was waren es, 92? Ja. 92 KS28 ganz gut machen, weil wir die wirklich auf volle Bühnenbreite verteilen konnten. Und das ist ja halt auch immer das Geile. Wir können hier wirklich PA so machen, wie es perfekt ist. Ja, weil Sound ist halt einfach mit super wichtig. Vergessen viele. Viele geben nur noch auf Licht Acht. Aber ich denke, Sound ist mindestens, wenn nicht sogar mehr, wichtig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch fürs Feeling und alles. Mhm. Ja, wir können ja mal in den Bühnenkram gehen. Lass uns mal ein Bühnenkram. Willst du mal wieder schnipsen? Wir hatten noch keinen Schnipser dieses Hast Video. recht. Das sind wir wieder. Da sind wir wieder. Wir haben 92 KS28 vorne stehen, immer als Vierer-Stacks. Vertikal gestackt. Einfach auch da wieder wegen Sichtlinien und weil ich die Konfiguration auch mal ganz geil finde. Das ganze System ist symmetrisch gebaut, das heißt auf der Seite sind die Subs rechts, auf der anderen Seite sind sie links. Wir haben das ein kleines bisschen gecurved nach außen und so ein bisschen physikalisch sozusagen die Box gleich besser an die richtige Position zu stellen und weniger Delay zu brauchen nach außen. Das sozusagen nicht alles elektronisch zu korrigieren, sondern gleich physisch zu korrigieren. Ja, haben hier ein bisschen Delay drauf, nicht viel. Die äußerste Box hat irgendwie 2,8 Millisekunden, in der Mitte natürlich gar nichts. Also es ist wirklich nur ganz leicht delayed, weil wir durch diese physische Curvung, die wir hier super machen können, weil wir ein bisschen Platz haben, machen konnten. Dann als Frontfill, das ist so das Einzige, was hier nicht die 110% hat, sondern nur 100. Es gab halt hier leider nur Kara für die äußeren Bereiche, einfach weil halt bei fast 400 Lautsprechern dann irgendwann mal die Lautsprecher halt alle sind. Deswegen haben wir hier sozusagen die äußersten Positionen sind 5 x Kara und in der Mitte sind dann nochmal, ich glaube, 10 A15. Ist für mich der bessere Speaker für einen Frontfill, aber A15 gibt es jetzt halt auch nicht en masse. Ich mache das am liebsten, dass ich wirklich auf jeden Sub ein Topteil drauf packe, dass man nicht dazwischen irgendwelche HF-Löcher hat, dass man wirklich schön überall ein fettes Brett unten rum hat und trotzdem noch die Musik versteht und hört. Ja, die werden dann noch alle einzeln delayed, das ist jetzt das Einzige, was wir noch umbauen lassen. Dass wir sozusagen immer die äußersten zusammen haben und dann halt symmetrisch nach innen, damit wir das perfekt zum Hauptarray delayen können. Dann lass uns mal auf die Bühne gehen. So, jetzt einmal auf der Bühne und da bin ich immer der Meinung, das vergessen ganz viele. Der Backstage-Bereich hier ist eigentlich mit der wichtigste auch, dass hier die Leute, gerade weil da auch hier viele Freunde vom Künstler sind, dass hier ein fetter Sound ist, dass der Artist, wenn er auf die Bühne kommt, schon halt einen geilen Vibe hat, die Leute hier hinten auch feiern, weil das natürlich für alles wichtig ist, dass hier eine geile Stimmung ist. Deswegen mache ich auch immer im Backstage-Bereich einen fetten Sound und viele werden sich fragen, warum hängt der K2 für Backstage, aber ich mag einfach Kara irgendwie nicht so sehr. K2 ist irgendwie viel besser, K3 gab es nicht, sonst hätte ich auch K3 genommen. K1 wäre ein bisschen zu groß und man kriegt die Winklung natürlich dann auch nicht hin. Deswegen hängen ja sozusagen pro Seite jeweils 2 Line Arrays mit 6 K2 und unter den Towern stehen dann jeweils nochmal 3 KS28, also unter jedem Tower, das heißt 4 Dreier-Stacks KS28 für den Backstage-Bereich. Und da ich natürlich auch immer darauf achten muss, dass unser Artist nicht so viel Schall abbekommt, Direktschall von irgendwelchen Speakern, weil das natürlich dann Delay-Probleme mit dem Monitoring gibt, weil das Monitoring nicht delayed werden kann, arbeite ich immer mit relativ vielen Point Sources, um die Bereiche um den Künstler und unter den Line Arrays auch noch schön abzudecken. Deswegen haben wir hier pro Seite nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Okay. Wir haben deswegen sozusagen nochmal 14 X15 oder X12 glaube ich, die sozusagen die Bereiche unterm Line Array und hinterm DJ-Ort nicht beschallen und halt auch so ein bisschen die Außenbereiche, wo wir mit dem Line Array nicht richtig hinkommen. Ja, dann haben wir noch Monitoring von D&B. Da liegt sozusagen pro Seite ein SL-Sub und 3 KSL drauf. Das ist auf jeden Fall massiv. Das denke ich in Ordnung, das kann man machen. Muss Können man Sie nicht, schön weggasen, wie du beim Hive gesagt richtig hast. weggasen, ja. So richtig Lack geben. Und da kommt jetzt gleich der Gastredner ins Spiel. Dime
Wir machen jetzt als nächstes Frontfill Alignment zum Main Array. Dazu suchen wir uns mit Musik angeschaltet sozusagen immer die Übergangsbereiche von jeder einzelnen Frontfill-Box. Stellen uns da das Messmikrofon hin und messen dann die Delays, um das zu matchen, dass wenn man aus dem Main-Hang rausläuft zum Frontfill, dass man dann ja, sozusagen keinen Übergang hört. So, ich suche mir jetzt sozusagen übers Gehör hier die Position, wann das Line Array hier einschlägt. So stelle ich mir noch die Mikrofone hin. Alter, der Low Sub. Der ist low. Sorry? So, ich richte mir die jetzt sozusagen genauso aus, vom Gehör her, dass die in dem Übergangsbereich von Frontfill und Line Array sind. Schon mal noch das letzte Mikro. Und ja, dann messen wir das jetzt gleich mal. Ich könnte eigentlich hier vorne bleiben, ich würde dann gleich wieder herkommen. Wir warten. Ihr wartet. Okay. Stell ich noch den letzten, dann geht's los. Eine Ewigkeit später. Jetzt gibt es ja eine Sache zu beachten, das geht ja jetzt immer mal an, das Licht oder aus. Wieder an. Jetzt geht's an. Ne, doch nicht. Jetzt haben wir natürlich hier einen Outfill, das heißt wir switchen jetzt von sozusagen zu was wir align vom Main Hang zum Outfill. Und dafür stelle ich die jetzt neu auf. Okay, und dann gehen wir zurück ans Pult. So geht's weiter. Ich nehme jetzt einmal das Outfill links, schiebe mir da sozusagen ein Signal drauf. Dann suche ich mir einmal das Delay mit dem Delay Finder. Da unser lokaler Systemtechniker hier schon eine sehr gute Arbeit gemacht hat, brauche ich hier gar nicht so viel ändern. Only 0.6 less. Genau, und jetzt sehe ich sozusagen da den Ausschlag von dem Frontfill und damit kann ich das dann schön aufeinander matchen. Perfekt. So, and the last one. 36. 36. 36. Frontfill ist auch aligned. Jetzt gehen wir zum Backstage, messen da noch die Line Arrays einmal durch. Dann noch die Fills und dann sind wir so gut wie fertig. So, jetzt machen wir noch schnell Backstage die Fills rein, damit das läuft. Die messen wir jetzt noch schnell durch. Und dann sind wir für heute, glaube ich, fertig. Dann hören wir noch ein bisschen Mucke, tweaken noch so ein bisschen hin und her. Und dann Gehen wir ins Bett. shifft immer mehr, gell? Mhm. Kurz beeilen. Aber ist eigentlich geil, wenn es so shift, gell? Dann Ja, machen wir toll. alles noch. Mexiko ist ja bekannt für den Regen. Machen Jo! wir es jetzt so, damit Ja. es schnell geht und mein Mikrofon nicht zu nass werden. Und meine Kamera. Ich messe das schnell und wenn ich dann einmal kurz Mucke anmache, dann bringst du die Mikrofone mit. Geht das? Ja. So, wir müssen uns jetzt beeilen. Wir sind jetzt am Showtag. Hinter uns baut sich gerade ein ganz schönes Gewitter auf. Deswegen müssen wir jetzt schnell noch die Konsolen zumachen. Wir haben jetzt alles vorbereitet, läuft alles. Ich muss nur noch meinen dynamischen EQ da noch reinhauen. Ja, das System läuft, spielt sehr gut, spielt sehr laut, klingt gut, drückt untenrum richtig. Ja, vielleicht sehen wir gleich noch was 10 Minuten durch Regen. Die arme Kamera. Gell? Das stimmt. So, los, dann schnell. So, ich glaube, wir müssen jetzt Untertitel einblenden hier. Wir haben jetzt sozusagen den ersten Act, spielt jetzt, die Doors sind offen. Wir hatten jetzt nochmal ein schönes, heftiges Ungewitter, funktioniert alles noch. Und jetzt gehen wir langsam in die Show rein. Ich glaube, wir hören uns dann vielleicht nochmal. Jetzt geht's los.
So, die Show ist vorbei. Wir waren, ich denke, sehr erfolgreich. Was hast du denn daneben gesetzt? Das ist übrigens der Hannes. Er macht eigentlich hauptsächlich das Licht für den Adam. Bin ich im Video zu sehen sonst eigentlich? Gibt es irgendeinen schönen Schnee? Gibt's irgendwas? Von hinten gefilmt, oder? Na klar. So wie du es machst. Wie viele Lautsprecher waren das? 333. Schnapszahl. Habe ich extra so gemacht. 100 K1. Ich frage mich bei 333, das lässt sich nicht durch 2 teilen. Bei einer Stereoanlage. Wie geht das? Wo ist der eine Speaker zu viel? Der An in der welcher Mitte. Stelle? Der Füllspeaker in der Mitte, der dann weggekürzt wurde wegen James. Ja, dann hat man 8K1 SB, 52K2, 10 Kara, 7A15, besser gesagt 8, 138K ist 28 und 18X15 und 100, ich glaube 107 LA12X. Und dann natürlich noch 6 KSL und 2 SL-Subs und 3 D80. Ja, wie zufrieden würdest du denn? Ich würde sagen, es klang super, aber würdest du jetzt so abschließend sagen, dass viel auch viel hilft? Auf jeden Fall, immer. Vor allem bei L-Akustik, gell? Das Video war auch schön. Danke. Ah nee, ich meine das auf Video. Bin ich nicht immer gleich angesprochen? Ja. Ich dachte, ich werde auch mal gelobt, sorry. Die Produktionsleitung war auch schön. Ja, dann würde ich sagen, bis bald. Tschüss.